Lektion 1. Organisiert bleiben. Es hilft wirklich, organisiert zu bleiben und an unseren beschäftigten Tagen nichts zu vergessen. Ich stimme voll und ganz zu. Ein System zu haben, kann einen großen Unterschied in unserer Produktivität machen. Ja, ich finde, dass es mir sehr hilft, Listen zu führen und Erinnerungen auf meinem Handy zu verwenden. Das ist klug. Ich verwende gerne einen Planer, um wichtige Aufgaben und Termine aufzuschreiben. Genau. Es ermöglicht mir, meinen Zeitplan zu visualisieren und effektiv Prioritäten zu setzen. Außerdem reduziert es Stress, weil ich weiß, dass ich nichts Wichtiges übersehe. Unbedingt. Lassen Sie uns Tipps geben, wie wir beide unsere Organisationsstrategien verbessern können. Das fände ich toll. Zusammen können wir uns gegenseitig motivieren, unsere Verantwortung im Griff zu behalten. Auf einen besser organisierten und produktiveren Lebensstil für uns beide. Lektion 2. Kontinuierliche Verbesserung. Eine kontinuierliche Verbesserung des Unterrichts ist für die Schaffung einer besseren Lernumgebung unerlässlich. Ich stimme voll und ganz zu. Aus diesen Gründen sollten sich Lehren und Lernen effektiv ergänzen. Ja, wenn Pädagogen ihre Methoden weiterentwickeln, kommt es den Erfahrungen der Schüler direkt zugute. Unbedingt. Innovative Ansätze können die Schüler einbeziehen und ihr Verständnis verbessern. Ich glaube, dass das Feedback der Schüler auch für das Wachstum der Lehrer von entscheidender Bedeutung ist. Ja, konstruktives Feedback hilft Pädagogen dabei, Bereiche zu identifizieren, in denen Verbesserungen möglich sind. Lassen Sie uns Strategien besprechen, die wir umsetzen können, um diesen Verbesserungszyklus zu fördern. Das würde ich sehr gerne. Die Zusammenarbeit an neuen Ideen kann zu unglaublichen Veränderungen in unseren Unterrichtspraktiken führen. Gemeinsam können wir einen positiven Einfluss auf unsere Lerngemeinschaft haben. Lektion 3. Bastelprojekte. Das ist wirklich kreativ. Was machst du mit dem Kunsthandwerk, das du machst? Normalerweise verschenke ich sie an Freunde und Familie oder dekoriere mein Zuhause damit. Das ist eine nette Idee. Persönliche handgemachte Geschenke haben immer eine besondere Note. Unbedingt. Es ist lohnend zu sehen, wie andere die Zeit und Mühe schätzen, die ich in meine Kreationen gesteckt habe. Das kann ich mir vorstellen. Basteln kann auch eine großartige Möglichkeit sein, ihre Persönlichkeit und ihren Stil zum Ausdruck zu bringen. Ja, es ermöglicht mir, meine Kreativität auf greifbare Weise unter Beweis zu stellen. Lass uns gemeinsam einen Basteltag planen. Es würde Spaß machen, Ideen und Techniken auszutauschen. Das fände ich toll. Die Zusammenarbeit an Projekten kann uns dazu inspirieren, neue Dinge auszuprobieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam schöne Dinge zu machen und unsere Kreativität zu teilen. Lektion 4. Historische Überlegungen. Im Jahr 1817 zog er sich immer mehr zurück und trat seltener auf. Das ist faszinierend. Da fragt man sich, welche Faktoren zu seiner Verhaltensänderung beigetragen haben. Unbedingt. Manchmal können persönliche Herausforderungen selbst die talentiertesten Menschen betreffen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, den Kontext ihres Lebens in dieser Zeit zu verstehen. Ja, die Erforschung ihrer Kämpfe kann wertvolle Einblicke in ihr Erbe geben. Lassen Sie uns in seine Geschichte eintauchen und sehen, wie diese Erfahrungen seine Beiträge geprägt haben. Tolle Idee. Wenn wir die Schwierigkeiten verstehen, mit denen er konfrontiert war, können wir unsere Wertschätzung für seine Arbeit vertiefen. Ja, und es erinnert uns daran, dass jeder seine eigenen Schlachten zu führen hat. Lasst uns seine Reise würdigen, indem wir mehr über sein Leben und seine Erfolge erfahren. Lektion 5. Humanitäre Bemühungen. Und selbstlose Menschen, deren Bemühungen das Leid von Millionen von Menschen gelindert haben, inspirieren uns wirklich. Unbedingt.
Ihr Engagement, anderen zu helfen, ist ein Beweis für die Macht des Mitgefühls. Ja, es ist unglaublich, wie die Handlungen einer Person einen Welleneffekt positiver Veränderungen hervorrufen können. Ich stimme voll und ganz zu. Wir sollten diejenigen feiern und unterstützen, die ihr Leben dem Dienst widmen. Lassen Sie uns darüber diskutieren, wie wir zu den humanitären Bemühungen in unserer eigenen Gemeinde beitragen können. Das klingt nach einer wunderbaren Idee. Selbst kleine Aktionen können einen großen Unterschied machen. Ja, gemeinsam können wir andere dazu inspirieren, gemeinsam mit uns etwas Positives zu bewirken. Ich freue mich darauf, Möglichkeiten zu erkunden, um Bedürftigen zu helfen. Es geht darum, etwas zu bewegen und die selbstlosen Menschen unter uns zu unterstützen. Lektion 6. Kulinarische Erkundung. Ich würde dieses Nudelsauze-Rezept gerne ausprobieren. Es klingt unglaublich. Ja, ich denke, es wird eine köstliche Geschmacksmischung sein, die wir zusammen genießen können. Ich kann mir schon vorstellen, wie reich das Aroma ist, das die Küche beim Kochen erfüllt. Unbedingt. Gemeinsames Kochen macht es noch angenehmer und unvergesslicher. Ich denke, wir sollten alle Zutaten zusammensuchen und einen lustigen Kochtag haben. Tolle Idee. Es ist immer schön, die Erfahrung zu teilen und etwas Leckeres zu kreieren. Ja, und das Experimentieren mit neuen Rezepten kann zu überraschenden Entdeckungen führen. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Kochen ist so ein kreatives Medium. Auf ein kulinarisches Abenteuer voller Lachen und großartigem Essen. Lektion 7. Reiseplanung. Ich denke, wir sollten unsere Reise planen. Ich würde sagen, eine Woche sollte ausreichen, um alles zu erkunden, was wir sehen wollen. Das klingt perfekt. Eine Woche gibt uns viel Zeit, um uns zu entspannen und die Sehenswürdigkeiten zu genießen, ohne uns gehetzt zu fühlen. Genau. Wir können die Hauptattraktion besichtigen und haben unterwegs noch Zeit für einige spontane Abenteuer. Ja, und eine Woche Zeit zu haben, ermöglicht es uns, wirklich in die lokale Kultur einzutauchen. Ich stimme zu. Lassen Sie uns eine Liste aller Orte erstellen, die wir besuchen möchten und der Aktivitäten, die wir unternehmen möchten. Tolle Idee! Auf diese Weise können wir Prioritäten setzen und sicherstellen, dass wir unsere Zeit optimal nutzen. Ich freue mich darauf, mit der Planung zu beginnen. Es wird eine große Freude sein, gemeinsam neue Orte zu erkunden. Definitiv. Wir wünschen Ihnen unvergessliche Erinnerungen an unser bevorstehendes Abenteuer. Ja, lassen Sie uns diese Reise zu einer unvergesslichen Reise machen. Lektion 8. Fischen und Gemeinschaft. Sie waren stark auf den Fischfang angewiesen, um ihre Nahrung zu erhalten, was ihre Lebensweise auf so bemerkenswerte Weise prägte. Ja, sie lebten in besiedelten Dörfern und wurden Experten darin, Holz aus den umliegenden Bäumen zu schnitzen. Es ist faszinierend, wie ihre Fähigkeiten im Angeln und in der Holzbearbeitung ihnen zum Erfolg verholfen haben. Unbedingt. Diese Fähigkeiten ermöglichten es ihnen, nachhaltige Gemeinschaften zu schaffen, die im Laufe der Zeit florierten. Ich finde es toll, wie sie die Ressourcen um sie herum genutzt haben, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Genau. Ihre Verbindung zur Natur war sowohl für ihr Überleben als auch für ihre kulturelle Identität unerlässlich. Erfahren wir mehr darüber, wie diese Praktiken den modernen Lebensstil beeinflusst haben. Das würde ich sehr gerne. Ihre Geschichte zu verstehen, kann uns heute wertvolle Lektionen bieten. Ja, es ist wichtig, die Traditionen zu schätzen, die unsere Welt geprägt haben. Lektion 9. Perfekte Unterkünfte. Ich auch. Stellen wir sicher, dass wir die perfekte Unterkunft für unsere Reise finden. Unbedingt. Eine komfortable Unterkunft kann das ganze Erlebnis wirklich verbessern.
Ja, ich würde einen Ort mit guten Bewertungen und bequemen Zugang zu lokalen Sehenswürdigkeiten bevorzugen. Das ist eine kluge Wahl. Außerdem ist es unerlässlich, nach einem erlebnisreichen Tag ein gemütliches Zimmer zum Entspannen zu haben. Genau. Ich denke, wir sollten bald nach Optionen suchen, um uns die besten Angebote zu sichern. Ich stimme zu. Es ist immer eine gute Idee, Unterkünfte im Voraus zu buchen, besonders in der Hochsaison. Lassen Sie uns auch Annehmlichkeiten wie Frühstück und WLAN in Betracht ziehen, um unseren Aufenthalt noch angenehmer zu gestalten. Toller Punkt. Diese Extras können wirklich zu unserem Komfort und unserer Bequemlichkeit beitragen. Ich freue mich darauf, den idealen Ort zu finden, der perfekt zu unseren Bedürfnissen passt. Lektion 10. Wartung der Luftfahrt. Reparaturen sind für jede Fluggesellschaft von entscheidender Bedeutung. Kein Flugzeugunternehmen möchte seine Flugzeuge im Hangar haben, wenn sie in der Luft sein und Geld verdienen könnten. Unbedingt. Die Aufrechterhaltung des Flugbetriebs ist für die Einhaltung der Flugpläne und die Kundenzufriedenheit unerlässlich. Ja, Ausfallzeiten können kostspielig sein, sowohl in Bezug auf Geld als auch auf den Ruf. Ich stimme zu. Deshalb sind regelmäßige Wartung und schnelle Reparaturen so wichtig. Genau. Es stellt sicher, dass Flüge für Passagiere sicher und zuverlässig sind. Lassen Sie uns besprechen, wie Fluggesellschaften ihre Wartungsprozesse verbessern können, um Verspätungen zu minimieren. Tolle Idee. Technologische Innovationen können in diesem Bereich eine wichtige Rolle spielen. Ja, und die Investition in qualifizierte Techniker ist für qualitativ hochwertige Reparaturen ebenso wichtig. Gemeinsam können wir nach Lösungen suchen, die die Effizienz in der Luftfahrtindustrie steigern. Lektion 11. Pläne erstellen. Ich gehe nur für alle Fälle, aber ich denke, es ist besser, vorbereitet zu sein. Einverstanden. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren und die notwendigen Vorkehrungen im Voraus treffen. Ja, die Planung wird dazu beitragen, dass alles reibungslos abläuft und wir nichts verpassen. Genau. Ein klarer Plan macht es einfacher, das Erlebnis zu genießen. Ich denke, wir sollten auch besprechen, was wir in dieser Zeit erreichen wollen. Das ist eine tolle Idee. Wenn wir uns Ziele setzen, bleiben wir konzentriert und motiviert. Lassen Sie uns unsere Ziele und alle spezifischen Aktivitäten aufschreiben, die wir einbeziehen möchten. Ja, auf diese Weise können wir unsere Fortschritte messen und unsere Erfolge feiern. Darüber freue ich mich. Ein gut organisierter Ansatz wird es zu einem unvergesslichen Erlebnis machen. Lektion 12. Techniken der Fotografie. Das ist beeindruckend. Bearbeitest du deine Fotos oder behältst du sie natürlich? Normalerweise bearbeite ich sie ein wenig, um die Farben und die Beleuchtung zu verbessern, aber ich bevorzuge einen natürlichen Look. Ich verstehe das vollkommen. Es ist schön, die Authentizität des festgehaltenen Moments zu bewahren. Genau. Ich möchte, dass meine Fotos die wahre Schönheit dessen widerspiegeln, was ich erlebt habe. Die Bearbeitung kann ein großartiges Werkzeug sein, aber es ist wichtig, es nicht zu übertreiben. Ja, dieses Gleichgewicht zu finden, ist entscheidend, um die Essenz des Originalbildes beizubehalten. Ich denke, durch Ihren Ansatz fühlt sich Ihre Fotografie authentischer und nachvollziehbarer an. Danke. Ich genieße es, meine Perspektive auf natürliche Weise durch meine Linse zu teilen. Lass uns bald einen Fototag planen. Ich würde gerne einige deiner Techniken lernen. Lektion 13. Flugforschung. Bei der Buchung eines Fluges lohnt es sich, sowohl die Website der Fluggesellschaft als auch andere Aggregatoren zu überprüfen. Unbedingt. Der Preisvergleich kann Ihnen helfen, die besten verfügbaren Angebote zu finden. Ja, und manchmal bieten Fluggesellschaften exklusive Rabatte an, die Sie anderswo nicht finden.
Das ist wahr. Es lohnt sich, ein wenig zu recherchieren, bevor Sie eine endgültige Entscheidung treffen. Darüber hinaus kann das Lesen von Bewertungen einen Einblick in die Servicequalität der Fluggesellschaft geben. Definitiv. Zu wissen, was Sie erwartet, kann das gesamte Reiseerlebnis verbessern. Haben Sie jemals mit einem Aggregator ein gutes Angebot gefunden? Ja, ich habe einmal einen erheblichen Betrag bei einem Hin- und Rückflugticket gespart, indem ich die Optionen verglichen habe. Das ist beeindruckend. Lassen Sie uns das bei unseren zukünftigen Reiseplänen berücksichtigen. Lektion 14. Berufswünsche. Ein Zahnarzt repariert Zähne, was in unserer Gesellschaft eine so wichtige Aufgabe ist. Unbedingt. Die Zahngesundheit ist entscheidend für das allgemeine Wohlbefinden und das Selbstvertrauen. Wenn Sie gut argumentieren können, könnten Sie sogar eine juristische Karriere in Betracht ziehen. Das ist interessant. Anwälte müssen überzeugend und artikuliert in ihren Argumenten sein. Ja, und sie spielen eine wichtige Rolle bei der Verteidigung der Kundenrechte. Es ist faszinierend, wie unterschiedliche Fähigkeiten zu verschiedenen Karrierewegen führen können. Genau. Es ist wichtig, unsere Interessen und Stärken zu erkunden, um die richtige Wahl zu finden. Ich stimme zu. Lassen Sie uns weiter über unsere Ziele und Bestrebungen sprechen. Das ist inspirierend. Ja, uns gegenseitig auf unseren Reisen zu unterstützen, macht das Ganze lohnenswert. Lektion 15. Irische Wurzeln. Wenn ich an Irland denke, denke ich daran, wo meine Familie vor vielen Jahren herkam. Das ist so eine wunderschöne Verbindung. Irland ist reich an Geschichte und Kultur. Ja, meine Vorfahren standen vor vielen Herausforderungen, aber sie pflegten auch ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Es ist erstaunlich, wie diese Wurzeln unsere heutige Identität prägen können. Unbedingt. Ich bin stolz zu wissen, dass ein Teil meines Erbes aus einem so lebendigen Ort stammt. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, Irland zu besuchen, um die Geschichte Ihrer Familie zu erkunden? Das würde ich sehr gerne. Es wäre eine bedeutsame Erfahrung, dieselben Straßen wie meine Vorfahren zu gehen. Ja, und du könntest so viel über die Traditionen und Geschichten deiner Familie lernen. Definitiv. Es wäre, als würde man die Vergangenheit auf so tiefgreifende Weise mit der Gegenwart verbinden. Lektion 16. Das Wesentliche finden. Entschuldigung, ich habe meine heute zu Hause gelassen. Ich hatte es heute Morgen so eilig. Das passiert uns allen manchmal. Wie wäre es, ein Geschäft in der Nähe zu finden, um das zu holen, was Sie brauchen? Das ist eine tolle Idee. Ich schätze Ihre Hilfe. Es ist immer schön, einen Backup-Plan zu haben. Natürlich. Nur ein paar Blocks entfernt gibt es einen Lebensmittelladen. Wir können ihn auschecken. Perfekt. Ich werde in der Lage sein, ein paar wichtige Dinge in die Hand zu nehmen und mich besser auf den Tag vorzubereiten. Außerdem ist es eine gute Ausrede, um die Beine auszustrecken und einen kleinen Spaziergang zusammen zu genießen. Ja, ich genieße immer einen Szenenwechsel, besonders wenn es um ein kleines Abenteuer geht. Genau. Und wer weiß, vielleicht entdecken wir unterwegs etwas Interessantes. Ich freue mich drauf. Lass uns rausgehen und sehen, was wir finden. Lektion 17. Exotische Früchte. Einige Früchte sind exotischer als andere, wie Drachenfrucht und Sternfrucht, um nur einige zu nennen. Unbedingt. Diese einzigartigen Aromen und lebendigen Farben können wirklich jeden dazu verleiten, sie auszuprobieren. Und jede exotische Frucht hat ihre eigenen gesundheitlichen Vorteile, was sie noch attraktiver macht. Ja, ich finde es toll, wie sie unseren üblichen Obstsalaten oder Smoothies eine lustige Note verleihen können.
Hast du schon mal Litschi probiert? Sein süßer und blumiger Geschmack ist einfach herrlich. Hab ich. Das ist wie ein Geschmackskick im Mund, so erfrischend und anders. Ich denke, wir sollten einen lokalen Markt erkunden, um einige dieser exotischen Früchte zu finden. Das ist eine tolle Idee. Es wird Spaß machen, gemeinsam neue Geschmäcker zu entdecken. Machen wir einen Tag daraus und schauen, welche anderen Überraschungen wir dort finden können. Lektion 18. Großzügigkeit von Tomaten. Wir haben so viele Tomaten aus unserem Garten, dass wir unseren Nachbarn immer welche geben. Das ist so eine schöne Geste. Das Teilen einheimischer Produkte kann die Beziehungen zur Gemeinschaft wirklich stärken. Genau. Es ist schön, die Freude am Gärtnern und die Früchte unserer Arbeit zu verbreiten. Außerdem schmecken frische Tomaten so viel besser als im Laden gekaufte. Es ist ein echtes Geschenk. Ich stimme zu. Es ist etwas Besonderes, Lebensmittel zu genießen, die mit Sorgfalt angebaut wurden. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, einen kleinen Gartenclub in der Nachbarschaft zu gründen? Das ist eine fantastische Idee. Es würde andere ermutigen, auch ihr eigenes Gemüse anzubauen. Und wir könnten Tipps und Rezepte teilen, um es zu einer unterhaltsamen und lehrreichen Erfahrung zu machen. Ja, lass uns mit unseren Nachbarn sprechen und sehen, ob sie daran interessiert sind, sich uns anzuschließen. Lektion 19. Fitnessziele. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Es klingt nach einem hilfreichen Ansatz, um fit zu bleiben. Wie steht es mit deinem Zielgewicht? Haben Sie in letzter Zeit Fortschritte in dieser Richtung gemacht? Das habe ich tatsächlich. Ich bin konsequenter mit meinem Training und meiner gesunden Ernährung umgegangen. Das ist toll zu hören. Fortschritt braucht Zeit, aber jeder Schritt zählt auf dem Weg zum Ziel. Unbedingt. Ich habe festgestellt, dass das Nachverfolgen meiner Mahlzeiten mir hilft, Rechenschaft abzulegen. Das ist klug. Es ist erstaunlich, wie es zu positiven Veränderungen führen kann, wenn wir darauf achten, was wir essen. Ja, und ich fühle mich motivierter, wenn ich die Ergebnisse meiner Bemühungen sehe. Diese Motivation aufrechtzuerhalten ist der Schlüssel. Was ist dein nächster Schritt auf deiner Fitnessreise? Ich denke, ich werde einen neuen Trainingskurs ausprobieren, um die Dinge aufregend und herausfordernd zu halten. Lektion 20. Karrieremöglichkeiten. Es gibt so viele Jobs zu erledigen. Vielleicht könntest du Computer reparieren oder in einem Technologiebereich arbeiten. Das ist ein guter Vorschlag. Die Technologie entwickelt sich ständig weiter, und es besteht eine hohe Nachfrage nach diesen Fähigkeiten. Außerdem kann die Arbeit im Technologiebereich sowohl kreativ als auch finanziell sehr lohnend sein. Unbedingt. Ich liebe die Idee, Probleme zu lösen und anderen bei technischen Problemen zu helfen. Und viele Tech-Jobs bieten flexible Arbeitsbedingungen, was ein großes Plus ist. Ja, ich schätze die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten oder flexible Arbeitszeiten zu haben. Haben Sie darüber nachgedacht, Kurse zu besuchen, um Ihre Fähigkeiten in diesem Bereich zu verbessern? Ich suche gerade nach einigen Online-Kursen, die mir den Einstieg erleichtern könnten. Das klingt nach einem großen Schritt vorwärts. Lassen Sie uns gegenseitig motivieren, während wir unsere Möglichkeiten ausloten. Lektion 21. Neujahrsvorsätze. Die Leute reden jedes Jahr über Neujahrsvorsätze, aber ich mache mir nicht die Mühe, selbst Vorsätze zu fassen. Wirklich. Das finde ich interessant. Viele Menschen sehen das neue Jahr als Neuanfang, um sich Ziele zu setzen. Ja, aber ich glaube, dass Veränderungen jederzeit eintreten können, nicht nur zu Beginn eines neuen Jahres. Das ist ein berechtigtes Argument. Manche Menschen fühlen sich vielleicht unter Druck gesetzt, Vorsätze zu fassen, aber sie können sich Ziele setzen, wann immer sie wollen. Genau. Für mich geht es eher darum, kontinuierlich Verbesserungen vorzunehmen, anstatt auf ein bestimmtes Datum zu warten. Ich kann mir vorstellen, dass sich das natürlicher anfühlen könnte.
Es ermöglicht Flexibilität beim persönlichen Wachstum. Ja, und es ist wichtig zu erkennen, dass Fortschritt oft eher ein schrittweiser Prozess als eine plötzliche Veränderung ist. Unbedingt. Das ganze Jahr über kleine Erfolge zu feiern, kann genauso lohnend sein wie jeder Neujahrsvorsatz. Am Ende geht es darum herauszufinden, was für Sie und Ihren Weg zur Selbstverbesserung am besten funktioniert. Lektion 22. Superhelden treffen. Er sagte, er wolle die Superhelden kennenlernen, was ich sehr liebenswert und amüsant fand. Das ist bezaubernd. Kinder haben oft so fantasievolle Vorstellungen von Helden und ihren Abenteuern. Ja, und mein Vater sagte ihm, dass er auf der kommenden Comic-Konvention vielleicht ein paar Superhelden treffen würde. Das klingt nach einer fantastischen Veranstaltung. Konventions eignen sich hervorragend für Fans, um mit ihren Lieblingscharakteren in Kontakt zu treten. Genau. Es ist eine wunderbare Gelegenheit für Kinder, sich mit ihren Leidenschaften zu beschäftigen und Gleichgesinnte kennenzulernen. Außerdem kann es für sie ein magisches Erlebnis sein, zu sehen, wie ihre Lieblingscharaktere zum Leben erweckt werden. Unbedingt. Es fördert das Gemeinschaftsgefühl und die Begeisterung von Fans jeden Alters. Am Ende schaffen Momente wie diese bleibende Erinnerungen und inspirieren junge Köpfe zur Kreativität. Ja, und wer weiß, vielleicht wird er eines Tages selbst ein Superheld. Lektion 23. Shows aus dem wirklichen Leben. Meine Mutter mag Sendungen über reale Situationen. Sie schaut sich gerne die Nachrichten an, um auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist interessant. Viele Menschen schätzen Geschichten aus dem wirklichen Leben, weil sie so nachvollziehbar und fesselnd sein können. Ja, und wenn man sieht, wie sich reale Ereignisse entfalten, kann dies zu einem tieferen Verständnis der Welt um uns herum führen. Unbedingt. Es löst oft wichtige Gespräche über aktuelle Ereignisse und soziale Themen aus. Genau. Meine Mutter glaubt, dass es wichtig ist, sich bewusst zu sein, was lokal und global passiert. Ich stimme zu. Wenn wir auf dem Laufenden bleiben, können wir als Bürger in unseren Gemeinden bessere Entscheidungen treffen. Außerdem kann es uns dazu inspirieren, Maßnahmen in Bezug auf Themen zu ergreifen, die uns wichtig sind. Am Ende hilft uns die Verbindung zu realen Situationen, uns in andere hineinzuversetzen und das Gemeinschaftsgefühl zu fördern. Ja, und es ermutigt uns aktiver an der Welt teilzunehmen, in der wir leben. Lektion 24. Zusammenwachsen. Das ist unglaublich. Ich hoffe, eines Tages kann ich auch so etwas anbauen, das klingt unglaublich lohnend. Ja, die Pflege von Pflanzen kann eine so erfüllende Erfahrung sein, die uns auf einzigartige Weise mit der Natur verbindet. Genau. Es geht nicht nur um das Endergebnis, es ist so befriedigend, ihnen beim Wachsen zuzusehen. Unbedingt. Gärtnern lehrt Geduld und Sorgfalt, wertvolle Fähigkeiten in allen Lebensbereichen. Es ist aufregend, über die Möglichkeiten nachzudenken, von Blumen über Gemüse bis hin zu allem dazwischen. Ja, jede Pflanze hat ihre eigenen Bedürfnisse und Macken, was sie zu einer wunderbaren Lernerfahrung macht. Am Ende geht es beim Anbau von etwas um mehr als nur um die Pflanzen. Es geht auch um persönliches Wachstum. Definitiv. Es fördert ein Gefühl von Leistung und Verantwortung, das sehr bereichernd sein kann. Ja, und ich freue mich auf den Tag, an dem ich diese Freude aus erster Hand erleben kann. Lektion 25. Ausflug an der frischen Luft. Willst du mitkommen? Ich gehe an die frische Luft. Sicher. Ich könnte etwas frische Luft gebrauchen. Es ist eine Weile her, seit ich draußen war.
Das ist großartig. Ein bisschen Zeit im Freien kann wirklich helfen, den Kopf frei zu bekommen und die Stimmung zu heben. Unbedingt. Ich fühle mich energiegeladener und erfrischt, nachdem ich Zeit in der Natur verbracht habe. Genau. Lass uns einen schönen Spaziergang machen und die Landschaft um uns herum genießen. Ich liebe diese Idee. Es ist eine perfekte Möglichkeit, sich zu entspannen und dem Alltag zu entfliehen. Ganz gewiss. Außerdem ist es immer schön, gute Gesellschaft zu haben und gleichzeitig die Natur zu genießen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Machen wir das Beste aus dieser gemeinsamen Zeit an der frischen Luft. Ich freue mich drauf. Es wird ein wunderbarer Ausflug. Lektion 26. Berufliche Überlegungen. Die ersten Jahre meiner beruflichen Laufbahn waren unbedeutend, aber ich habe in dieser Zeit so viel gelernt. Ich kann das nachvollziehen. Diese frühen Jahre können eine Herausforderung sein, wenn Sie Ihren Weg finden. Genau. Es brauchte Zeit, um Selbstvertrauen zu gewinnen und in der Branche Fuß zu fassen. Ich denke, diese Erfahrungen sind entscheidend für das Wachstum, auch wenn sie zu diesem Zeitpunkt nicht beeindruckend erscheinen. Unbedingt. Sie prägen, wer wir sind und bereiten uns auf zukünftige Herausforderungen vor. Ich stimme zu. Jede Erfahrung, ob gut oder schlecht, trägt zu unserer persönlichen und beruflichen Entwicklung bei. Ja, und ich bin dankbar für die Lektionen, die ich gelernt habe. Sie haben mich stärker gemacht. Es ist inspirierend zu hören, wie du auf deiner Reise gewachsen bist. Danke. Ich glaube, dass Beharrlichkeit der Schlüssel zum Erfolg ist. Lektion 27. Anfahrtsbeschreibung. Das ist großartig. Kannst du mir bitte eine Wegbeschreibung geben? Ganz gewiss. Wenn Sie das Hotel verlassen, fahren Sie 2 Blocks geradeaus. Perfekt. Das werde ich im Hinterkopf behalten. Es klingt einfach zu folgen. Ja, es ist eine einfache Route, Sie sollten also keine Probleme haben. Ich schätze die Hilfe. Es ist immer schön, einen lokalen Führer für Wegbeschreibungen zu haben. Natürlich. Sobald Sie die Hauptstraße erreicht haben, sehen Sie den Parkeingang auf der linken Seite. Großartig. Ich freue mich darauf, den Park zu erkunden und die Landschaft zu genießen. Ich bin sicher, du wirst ihn lieben. Der Park ist wunderschön, besonders zu dieser Jahreszeit. Nochmals vielen Dank für die Anleitung. Ich werde sicherstellen, dass ich ein paar Fotos mache, um sie zu teilen. Lektion 28. Flächenmessungen. Die Fläche beträgt 300 Quadratmillimeter. Das ist ein genaues Maß. Ja, und alternativ könnten wir der Übersichtlichkeit halber die Basisabmessungen berücksichtigen. Das ist eine gute Idee. Wenn Sie die Basis verstehen, können Sie sich die Gesamtgröße vorstellen. Unbedingt. Es ist wichtig, beide Perspektiven zu haben, wenn man über Messungen spricht. Ich habe festgestellt, dass klare Messungen für erfolgreiche Projekte entscheidend sind. Ja, vor allem, wenn es darum geht, Designs genau zu planen und auszuführen. Stellen wir sicher, dass wir unsere Berechnungen noch einmal überprüfen, um Fehler zu vermeiden. Definitiv. Genauigkeit ist der Schlüssel, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen an diesem Projekt zu arbeiten. Lektion 29. Wettervorsorge. Es stabilisiert sich bald, aber bis dahin werde ich meinen Schirm für alle Fälle griffbereit haben. Das ist ein kluger Schachzug. Das Wetter kann unberechenbar sein, und es ist besser, vorbereitet zu sein. Bedingt. Ich habe gelernt, dass ein Regenschirm bei plötzlichen Regenfällen den Tag retten kann. Ja, und es ist immer ein Problem, wenn man ungeschützt im Regen erwischt wird. Genau. Ich genieße meine Ausflüge lieber, ohne mir Sorgen zu machen, dass ich nass werde. Lassen Sie uns die Prognose auch regelmäßig überprüfen,
um über Änderungen auf dem Laufenden zu bleiben. Tolle Idee. Wenn wir das Wetter kennen, können wir unsere Aktivitäten besser planen. Ja, und es wird sicherstellen, dass wir unter allen Bedingungen eine tolle Zeit haben. Wir wünschen uns, trocken zu bleiben und unsere Abenteuer gemeinsam zu genießen. Lektion 30. Apps zum Sprachenlernen. Wir sollten auch nach Apps zum Sprachenlernen auf unseren Handys suchen, um unsere Fähigkeiten zu verbessern. Das ist eine geniale Idee. Die Verwendung von Apps kann das Lernen interaktiver und unterhaltsamer machen. Ja, und sie bieten oft Übungen an, die dazu beitragen, das Gelernte zu vertiefen. Genau. Außerdem ermöglichen es uns viele von ihnen, das Sprechen und Zuhören zu üben. Ich finde es toll, wie zugänglich das Sprachenlernen durch Technologie geworden ist. Unbedingt. Wir können jederzeit und überall üben, was sehr praktisch ist. Lassen Sie uns eine Liste der Apps erstellen, die wir ausprobieren möchten, um herauszufinden, welche am besten zu Toller uns passt. Plan. Die Erkundung verschiedener Optionen hilft uns dabei, die perfekte Lösung zu finden. Ich freue mich darauf, diese Sprachreise gemeinsam zu beginnen. Lektion 31. Reisehöhepunkte. Frankreich. Das ist großartig. Was waren einige der Höhepunkte Nun, Ihrer Reise? eines der denkwürdigsten Erlebnisse war der Besuch des Eiffelturms. Das klingt unglaublich. Ich wollte es schon immer persönlich sehen. Es ist wirklich atemberaubend, besonders wenn man es nachts beleuchtet sieht. Ich kann mir nur vorstellen, wie schön das sein muss. Was hat dir noch Spaß gemacht? Ich habe es auch geliebt, die bezaubernden Straßen von Montmartre zu erkunden. Die Kunst und Kultur waren inspirierend. Ja, diese Gegend ist bekannt für ihre lebendige Atmosphäre und Kunstgeschichte. Unbedingt. Ich habe so viele Fotos gemacht und die kreative Stimmung eingehaucht. Lass uns zusammen eine Reise nach Frankreich planen. Das alles würde ich gerne mit dir erleben. Lektion 32. Feedback zur Preisgestaltung. Was hielten Sie von unserer Preisgestaltung? Sie fanden es im Vergleich zu ähnlichen Produkten auf dem Markt wettbewerbsfähig, was ermutigend ist. Das ist toll zu hören. Es ist immer beruhigend zu wissen, dass wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten. Unbedingt. Das Feedback hilft uns zu verstehen, wo wir in der Branche stehen. Ja, und es ist wichtig, über Wettbewerbe auf dem Laufenden zu bleiben, um relevant zu bleiben. Ich stimme zu. Wir sollten unsere Preisstrategien kontinuierlich überprüfen, um sicherzustellen, dass sie den Kundenerwartungen entsprechen. Lassen Sie uns auch mehr Feedback einholen, um zu sehen, ob es Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Tolle Idee. Je mehr Einblicke wir haben, desto besser können wir unsere Angebote anpassen. Wir freuen uns darauf, unseren Wettbewerbsvorteil zu wahren und gleichzeitig Qualitätsprodukte zu liefern. Lektion 33. Die Bedeutung von Wissen. Wissen Sie, Freiheit gedeiht wirklich, wenn wir es vorziehen, die Herzen der Kinder dem Wissen und dem Charakter zuzuwenden. Das ist ein tiefgründiger Gedanke. Die Liebe zum Lernen in jungen Köpfen zu fördern, ist für eine bessere Zukunft unerlässlich. In der Tat fördert Bildung kritisches Denken und Empathie, die beide in der heutigen Welt von entscheidender Bedeutung sind. Absolut, und Kindern starke Werte zu vermitteln, hilft ihnen, zu verantwortungsbewussten Erwachsenen heranzuwachsen, die einen positiven Beitrag zur Gesellschaft leisten können. Ja, es ist eine kollektive Verantwortung sicherzustellen, dass die nächste Generation gerüstet ist, um Herausforderungen direkt zu begegnen. Und es geht nicht nur um Akademiker. Die Charakterentwicklung spielt eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung ihrer Interaktionen mit anderen. Genau, wenn Kinder lernen, Integrität und Freundlichkeit zu schätzen, werden sie in Zukunft zu mitfühlenden Führungspersönlichkeiten.
Indem wir uns auf Wissen und Charakter konzentrieren, schaffen wir letztendlich eine Grundlage für dauerhafte Freiheit und Fortschritt. Gut gesagt. Es geht darum, eine Gesellschaft aufzubauen, die von gegenseitigem Respekt und Verständnis lebt. Lektion 34. Frühe Erfolge im Sport. Es ist faszinierend, wie manche Athleten in so jungen Jahren bemerkenswerte Erfolge erzielen. Es ist wirklich inspirierend. Wussten Sie zum Beispiel, dass Borg Wimbledon gewann, als er erst 19 Jahre alt war? Ja, das ist unglaublich. Seine frühen Triumphe bereiteten den Grundstein für eine legendäre Tenniskarriere. Es zeigt, dass junge Sportler mit Talent, Entschlossenheit und harter Arbeit außergewöhnliche Höhen erreichen können. Absolut. Und seine Reise zeigt, dass die richtige Unterstützung und Schulung den Unterschied ausmachen können. Ja, und es ist wichtig, die Opfer anzuerkennen, die junge Sportler gebracht haben, um ihre Träume zu verwirklichen. In der Tat kann es eine ziemliche Herausforderung sein, Ausbildung und Ausbildung unter einen Hut zu bringen. Doch viele schaffen es, in beiden Bereichen hervorragende Leistungen zu erbringen. Es ist ein Beweis für ihr Engagement und ihre Leidenschaft für den Sport, was oft andere dazu motiviert, in ihre Fußstapfen zu treten. Letztlich kann ein früher Erfolg zukünftige Generationen dazu inspirieren, in ihren eigenen Bemühungen nach Größe zu streben.